Colleen Rebelo lebte in Perth in Westaustralien. Sie war 58 Jahre alt. Sie war eine starke Frau, die eine schwere Scheidung durchgemacht hatte und mit ihren 4 Kindern Julian, Andre Rebelo, Monica und Fabian allein zurückblieb. Ihr Ex-Mann half ihr in keiner Weise und die gesamte Verantwortung für die Familie lag auf ihren Schultern. Trotz aller Schwierigkeiten gab Colleen nicht auf und kämpfte für eine bessere Zukunft. Sie verband Arbeit und Studium, erwarb schließlich einen Abschluss und hoffte, ihren Kindern ein stabiles und würdiges Leben zu ermöglichen. Sie beklagte sich nie und zeigte keine Schwäche. Sie hatte immer alles unter Kontrolle. In ihrem Alltag führte Colleen ein aktives Leben. Sie achtete auf ihre Gesundheit, obwohl sie an einer chronischen Erkrankung litt. Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Erkrankung der Schilddrüse. Dank der richtigen Behandlung hinderte sie die Krankheit jedoch weder daran zu arbeiten, noch eine wunderbare Mutter zu sein. Nur 2 Wochen vor der Tragödie hatte sie nach vielen Jahren harter Arbeit endlich eine Festanstellung im Gesundheitsamt gefunden. Das war ein echter Erfolg. Zu dieser Zeit lebten ihre beiden Kinder noch bei ihr. Monica, ihre einzige Tochter, war vorübergehend zurückgezogen, um sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Sie studierte Rettungssanitäterin und verbrachte ihre Tage mit Büchern. Colleen versuchte, sie nicht abzulenken, unterstützte sie moralisch und sorgte für eine ruhige Atmosphäre im Haus. Sie hatten eine sehr enge und respektvolle Beziehung. Fabian war 19 Jahre alt. Er stand noch am Anfang seines Weges, arbeitete in einem lokalen Lebensmittelgeschäft, war aber noch nicht finanziell unabhängig. Colleen fuhr ihn jeden Tag zur Arbeit und holte ihn wieder ab. Diese kurzen Fahrten wurden für sie zu einem besonderen Ritual. Er war ein ruhiger und gelassener Junge, machte nie Ärger, und Colleen kümmerte sich weiterhin um ihn, gab ihm Ratschläge und war einfach für ihn da. Die älteren Söhne Julian und Andre lebten bereits getrennt, hielten aber ständig Kontakt. Colleen mischte sich nicht in ihr Leben ein, war aber immer bereit zu helfen und zu unterstützen. Für sie war sie nicht nur eine Mutter, sie war ihre Stütze. Colleens Haus war einfach, aber gemütlich. Es war immer sauber, ordentlich und strahlte Gastfreundschaft aus. Sie führte den Haushalt ruhig und ohne zu klagen. Es schien, als hätte sich endlich alles in ihrem Leben zum Guten gewendet. Sie war stolz auf ihre Kinder, glaubte an ihre Zukunft und hoffte, dass der schwierigste Teil ihres Lebens hinter ihr lag. Aber selbst in den stabilsten Familien kann die Gefahr ganz nah lauern. Unter der Oberfläche der gewohnten Ordnung und Stabilität sah niemand die Anzeichen eines herannahenden Sturms. Colleen konnte sich nicht vorstellen, dass der vernichtendste Schlag von dem kommen würde, dem sie am meisten vertraute. Andre Rebelo lernte Grace Pickup durch ihren Ex-Freund kennen. Ihre Kommunikation begann in den sozialen Netzwerken und entwickelte sich schnell zu einer Romanze. Im Jahr 2015 wurden sie ein Paar und heirateten im Jahr 2020. Bald darauf wurde ihr Sohn geboren. Zu diesem Zeitpunkt war Grace bereits im Internet bekannt. Sie baute ihren Instagram-Account aktiv aus, teilte Lifestyle-Posts und arbeitete mit Marken zusammen. Die Plattform brachte ihr ein stabiles Einkommen ein und ihre Followerzahl wuchs stetig. Neben Instagram betrieb sie einen YouTube-Kanal, auf dem sie Vlogs, Rezensionen und Geschichten über ihren Alltag, ihre Reisen und ihr Leben als Mutter veröffentlichte. Die Zahl ihrer Abonnenten belief sich auf Hunderttausende. André tauchte oft in ihren Videos auf, blieb aber immer im Hintergrund. Er half beim Filmen, kümmerte sich um logistische Fragen und verhandelte mit Sponsoren. Nach außen hin wirkte er wie ein zuverlässiger Ehemann, fürsorglicher Vater und Geschäftsmann. Hinter den Kulissen versuchte André jedoch, die Welt der Kryptowährungen zu erobern. Er bezeichnete sich selbst als Investmentexperte und sprach selbstbewusst über Markttrends, wachsende Token und den bevorstehenden Erfolg. Auf dem Papier sah er wie jemand aus, der mit digitalen Vermögenswerten Zehntausende von Dollar verdiente. Die Realität sah jedoch ganz anders aus. Finanzberichte zeigten, dass Andre nicht nur kein Geld verdiente, sondern sogar ständig Geld verlor. Seine Projekte brachten keine Ergebnisse und bis zum Jahr 2020 war er bis über beide Ohren verschuldet. Die Gesamtsumme seiner Schulden belief sich auf über 120.000 australische Dollar, einschließlich Krediten, Kreditkartenschulden, nicht gezahlten Steuern und anderem. Trotz der tatsächlichen Lage pflegten Andre und Grace auf ihren Seiten das Image finanziell erfolgreicher Menschen. In ihren Posts prangten ein weißer Range Rover, ein stilvoll renoviertes Haus, Designerkleidung und Auslandsreisen.
Von außen sahen sie wie ein erfolgreiches Paar aus, das sein Geld mit Kryptowährungen und dem Bloggen verdient. In Wirklichkeit war das Auto auf Kredit gekauft, das Haus gemietet und fast alle Möbel und Geräte auf Raten gekauft. Die Versorgung der Familie lag tatsächlich auf den Schultern von Grace. Es waren ihre Einnahmen aus Werbung und Marken, die alle ihre Ausgaben deckten. André behauptete, sein Kapital sei vorübergehend an der Börse eingefroren und alles würde sich bald zum Guten wenden. Er versprach, die Zukunft seines Sohnes zu sichern, aber hinter seinen Worten standen keine Taten und keine Beweise. Unter der Last der wachsenden Schulden begann André heimlich nach einem Ausweg zu suchen. Für Grace und ihre Follower hielt er weiterhin die Illusion aufrecht, dass alles unter Kontrolle sei. Nach außen hin war er immer noch der gleiche Kryptowährungsguru, in Wirklichkeit jedoch ein Mann ohne stabiles Einkommen. Zu Hause blieb er ruhig und behielt seine Sorgen für sich, aber ihre finanzielle Lage verschlechterte sich zunehmend. Im Mai 2020 erreichte die Spannung ihren Höhepunkt. Genau zu diesem Zeitpunkt begann André heimlich zu handeln, sogar vor seiner Frau. Unter der Maske der Gelassenheit reifte in seinem Kopf ein Plan, von dem er glaubte, dass er alle seine Probleme auf einmal lösen würde. Am 25. Mai 2020 begann der Tag im Haus von Colleen Rebelo in Perth, wie ein gewöhnlicher Montag. Am Morgen brachte sie wie immer ihren jüngeren Sohn Fabian zu seiner Arbeit in einem örtlichen Geschäft. Ihre Tochter Monika war ebenfalls zu Hause. Unterdessen begann der Tag in einem anderen Teil der Stadt, wo André und Grace lebten, ganz anders. André sollte den Tag mit Grace und einem ihrer Verwandten verbringen, der zu Besuch gekommen war. Sie hatten Pläne für ein Mittagessen, das Grace im Voraus geplant hatte, aber gegen Mittag verschwand André plötzlich. Er verließ das Haus, ohne zu sagen, wohin und warum. Sein Telefon war ausgeschaltet. Er reagierte nicht mehr auf Anrufe und Nachrichten. Zwischen 11:10 Uhr und 11:25 Uhr versuchte Grace 12 Mal André anzurufen. In ihren Nachrichten verlangte sie eine Erklärung und in einer davon forderte sie ihn direkt auf, sich sofort zu melden. Eine Antwort kam nicht. Dieses Verhalten kam ihr seltsam vor. André war noch nie zuvor ohne Vorwarnung mitten am Tag verschwunden und dann kam er aus heiterem Himmel gegen 14 Uhr zurück, ohne eine Erklärung für seine Abwesenheit zu geben. Stattdessen fragte er ganz ruhig, ob alles für das Mittagessen bereit sei, als wäre nichts geschehen. Kurz zuvor hatte André seiner Mutter eine Nachricht geschickt, mit der Bitte, später auf seinen Sohn aufzupassen. Am selben Tag sagte er, er habe dringende Angelegenheiten zu erledigen und brauche jemanden, der auf das Kind aufpasst. Aber Colleen antwortete nicht. Das war seltsam. Normalerweise reagierte sie schnell auf solche Anfragen. In der Zwischenzeit beendete Fabian seine Schicht im Laden und wartete auf der Straße darauf, dass seine Mutter ihn abholte. Aber sie kam nicht zur vereinbarten Zeit. Fabian versuchte 13 Mal, sie anzurufen, aber sie ging nicht ans Telefon. Besorgt kontaktierte er seine Schwester. Monika versuchte ebenfalls, ihre Mutter anzurufen, wieder ohne Antwort. Fabian beschloss, selbst nach Hause zu gehen. Als er sich dem Haus näherte, spürte er, dass etwas nicht stimmte. Von innen drang das Geräusch von fließendem Wasser aus der Dusche. Er ging hinein und rief nach seiner Mutter. Es kam keine Antwort. Er ging zum Badezimmer und klopfte an die Tür. Wieder Stille. Mit wachsender Besorgnis öffnete er die Tür. Dort lag die leblose Colleen auf dem Boden unter dem Wasserstrahl. Sie bewegte sich nicht und zeigte keine Lebenszeichen. Fabian rief sofort den Krankenwagen und begann mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, um alles zu tun, um sie zu retten. Aber trotz seiner Bemühungen war es bereits zu spät. Die eintreffenden Sanitäter konnten nur feststellen, dass der Tod bereits vor ihrer Ankunft eingetreten war. Als das Haus untersucht wurde, waren alle Türen und Fenster verschlossen, ohne Anzeichen von Einbruch. Es gab keine Anzeichen für einen Kampf oder Unordnung. Alles sah ganz normal aus. Auf den ersten Blick schien es, dass der plötzliche Tod ohne Einwirkung von außen eingetreten war. Die Ärzte fanden keine offensichtlichen Spuren von Gewalt oder Verletzungen. Die Tatsache, dass ihre Leiche auf dem Boden im Badezimmer gefunden wurde, ließ zunächst auf einen Unfall oder einen plötzlichen Anfall schließen. Zu diesem Zeitpunkt weckte Colleens Tod weder bei ihren Angehörigen noch bei den Ärzten irgendwelche Verdachtsmomente. Alle waren schockiert, schrieben das Geschehene jedoch einem tragischen Zufall zu, der möglicherweise mit ihrem Alter oder ihrer chronischen Erkrankung zusammenhing. Monika, die an diesem Tag zu Hause war, berichtete, dass es ihrer Mutter am Morgen noch gut gegangen sei und alles ganz normal gewesen sei. Dies verstärkte das Unverständnis nur noch.
Andres Reaktion, als er von dem Vorfall erfuhr, war ruhig und zurückhaltend. In den ersten Tagen fiel sein Verhalten in keiner Weise auf. Alle konzentrierten sich darauf, die Beerdigung zu organisieren und den Verlust zu verarbeiten. Damals ahnte noch niemand, dass sich in der Chronologie dieses Tages seltsame Unstimmigkeiten und unerklärliche Details verbargen, die später dazu führen würden, die Situation ganz anders zu betrachten. Angesichts der Krankengeschichte von Colleen vermuteten die Ärzte, dass ihr Körper plötzlich versagt haben könnte. Obwohl die Hashimoto-Krankheit an sich selten zum Tod führt, hätten Komplikationen aufgrund einer Schilddrüsenfehlfunktion theoretisch ihren allgemeinen Gesundheitszustand beeinträchtigen können. Die Autopsie lieferte jedoch keine eindeutigen Antworten. In dem offiziellen Bericht der Gerichtsmedizin wurde die Todesursache als unklar angegeben. Es wurden keine Anzeichen für Ersticken, Vergiftung oder äußere Gewalt gefunden, sodass die Behörden den Fall als nicht kriminell einstuften. Obwohl die Ermittlungen nicht offiziell eingestellt wurden, wurden keine aktiven Maßnahmen ergriffen. Die Familie nahm das Geschehene als persönliche Tragödie wahr. Der älteste Sohn Julian blieb vorübergehend in Perth, um sich um die Beerdigung und Erbschaftsangelegenheiten zu kümmern. Monika und Fabian waren zutiefst erschüttert über den Verlust. Ihre Mutter hatte gerade erst ein neues Leben begonnen und ihr plötzlicher Tod traf alle unvorbereitet. André nahm an der Beerdigung teil und unterhielt sich mit den Verwandten, ohne emotionale Distanz oder übermäßige Trauer zu zeigen. Grace hielt sich während der Trauerzeit im Hintergrund, unterstützte ihren Mann aber insgesamt. Die Situation war schwierig, aber zu diesem Zeitpunkt stellte niemand offen die offizielle Version in Frage. Mit der Zeit kamen jedoch Zweifel auf. Julian war der Erste, der sich Sorgen machte. Er wusste, wie ernst seine Mutter ihre Gesundheit nahm. Sie ging regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen, achtete auf ihre Ernährung und blieb körperlich aktiv. Ihr Tod schien nicht nur tragisch, sondern auch völlig unerklärlich. Die Unklarheit im Bericht des Pathologen verstärkte seine Besorgnis nur noch. Er konnte das nicht einfach so hinnehmen. Was Julian wirklich alarmierte, war die plötzliche Aktivität von André in administrativen Angelegenheiten. Laut Gesetz musste Julian als ältester Sohn nach dem Tod seiner Mutter die rechtlichen Angelegenheiten regeln. Zu seiner Überraschung hatte André jedoch bereits Colleens Führerschein beschafft und begann selbstständig Kontakt zu Versicherungsgesellschaften und Anwaltskanzleien aufzunehmen. Noch beunruhigender war, dass die gesamte Post von Colleen ohne Rücksprache mit der Familie an Andrés Adresse weitergeleitet wurde. Das war untypisch für ihn. André hatte nie Initiative in bürokratischen Angelegenheiten gezeigt und mied normalerweise alles, was mit Papierkram zu tun hatte. Seine plötzliche Entschlossenheit inmitten der familiären Trauer kam Julian verdächtig vor. Auch Fabian konnte das beunruhigende Gefühl nicht loswerden. Er erinnerte sich deutlich daran, dass das Wasser in der Dusche noch lief, als er hereinkam, und dass alles im Badezimmer fast zu ordentlich aussah, als hätte jemand absichtlich aufgeräumt. Das passte nicht zu den Folgen eines plötzlichen Anfalls. Fabian sprach seine Vermutungen nicht aus, aber tief in seinem Inneren spürte er, dass hier etwas nicht stimmte. Auch Monika begann zu zweifeln. Sie bemerkte, dass André alle Entscheidungen allein traf, ohne die Familie einzubeziehen und ohne irgendwelche Erklärungen zu geben. Er sagte nicht, warum er alle Entscheidungen selbst traf, warum er die Post umleitete und warum er Aufgaben übernahm, die normalerweise jemand anderes erledigte. Das wirkte besonders seltsam vor dem Hintergrund seiner früheren finanziellen Schwierigkeiten und seiner Distanz zu familiären Angelegenheiten. Obwohl die offizielle Version von Colleens Tod unverändert blieb, keimten in der Familie bereits Zweifel auf. Bislang hatte noch niemand direkte Anschuldigungen geäußert, aber die Spannungen und das Misstrauen begannen sich auf ihre Beziehungen auszuwirken. Genau dieses fragile, beunruhigende Gefühl, das zunächst kaum wahrnehmbar war, aber mit jedem Tag zunahm, veranlasste Julian schließlich dazu, die ersten Schritte zu unternehmen, die später zu einer echten Untersuchung führten. Das verdächtige Verhalten von André beschränkte sich nicht nur auf die Weiterleitung von Post. Einige Wochen später entdeckte Julian zufällig, dass auf den Namen von Colleen 3 Lebensversicherungen abgeschlossen worden waren. Niemand in der Familie hatte davon gewusst. Es stellte sich heraus, dass alle 3 nur 2 Wochen vor ihrem Tod unterzeichnet worden waren. In allen Fällen war André als alleiniger Begünstigter angegeben. Die Gesamtsumme der Auszahlungen aus diesen Policen belief sich auf über 1 Million australische Dollar. Der Zeitpunkt und die Plötzlichkeit ihres Todes
schienen zu günstig, um nur ein Zufall zu sein. Noch beunruhigender war, dass den Versicherungsgesellschaften medizinische Unterlagen vorgelegt wurden, die angeblich von Ärzten unterzeichnet waren. Eines der Unternehmen überprüfte die Unterschriften und stellte fest, dass einige davon gefälscht waren. Zur gleichen Zeit kontaktierte Monika die Therapeutin, die zuvor ihre Mutter behandelt hatte. Diese erzählte, dass André sie selbst gebeten hatte, ein Schreiben zu verfassen, in dem bestätigt wurde, dass Colleen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Versicherungsunterlagen bei klarem Verstand gewesen sei. Die Ärztin lehnte dies ab und bezeichnete die Bitte als unethisch und manipulativ. Ihren Angaben zufolge habe André beharrlich und fast schon bedrängend gewirkt. All diese Vorfälle zusammengenommen gaben Anlass zu großer Besorgnis. Eine der Versicherungsgesellschaften reichte bei den Strafverfolgungsbehörden ein offizielles Dokument ein, in dem sie auf einen möglichen Betrugsversuch hinwies. Die Ermittlungen begannen mit einer gründlichen Überprüfung der vorgelegten Dokumente. Die Polizei erhielt Durchsuchungsbefehle für 2 Objekte: das ehemalige Haus von Colleen und das Haus von André und Grace. Sie beschlagnahmten elektronische Geräte, Dokumente, Notizbücher und persönliche Korrespondenz. André wurde wegen des Verdachts der Fälschung von offiziellen Dokumenten festgenommen, aber zu diesem Zeitpunkt wurde der Fall noch nicht als Gewaltverbrechen eingestuft, sondern eher als möglicher Betrug zum Zwecke der Erlangung finanzieller Vorteile durch Versicherungsbetrug. Die Ermittler bestätigten, dass mehrere medizinische Dokumente, die angeblich nach Colleens Tod ausgestellt worden waren, gefälscht waren. Sie fanden auch ein gefälschtes Testament, in dem André als alleiniger Erbe genannt wurde und alle anderen Familienmitglieder ausgeschlossen waren. Er wurde bald gegen Kaution freigelassen, aber die Ermittlungen hatten bereits Fahrt aufgenommen. Die Ermittler begannen, finanzielle Verbindungen herzustellen, die Chronologie der Versicherungsabschlüsse nachzuverfolgen und Aussagen aller Beteiligten zu sammeln. Was als persönliche Zweifel innerhalb der Familie begonnen hatte, nahm nun die Form von Sachbeweisen an. Und die Situation sollte noch ernster werden. Im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmte die Polizei Dokumente, elektronische Geräte und persönliche Gegenstände. Das Hauptaugenmerk lag darauf, wer die Versicherungspolicen abgeschlossen hatte und welche Informationen zur Identitätsbestätigung verwendet wurden. In der Zwischenzeit begann die erste Befragungsrunde. Alle Kinder von Colleen wurden zur offiziellen Aussage vorgeladen. Julian erzählte ausführlich, wie er auf die Policen gestoßen war und wie André ohne Rücksprache mit anderen zu handeln begann, als wüsste er bereits genau, was zu tun war und wann. Monika berichtete über die Verhaltensänderungen ihres Bruders nach dem Tod ihrer Mutter, seine Verschwiegenheit, seine Eile bei Entscheidungen und seine Weigerung zu erklären, was er tat. Fabian wiederum beschrieb detailliert die Ereignisse dieses Tages, wie Wasser aus der Dusche lief, wie niemand auf sein Klopfen reagierte und wie verdächtig ordentlich das Badezimmer aussah, als hätte jemand es extra aufgeräumt. André wurde separat befragt. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits offiziell wegen Urkundenfälschung angeklagt worden. Die Ermittler der Behörde begannen jedoch zu vermuten, dass dieser Fall weit über einen einfachen Versicherungsbetrug hinausgehen könnte. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich nun auf die Chronologie, wann die Lebensversicherungspolicen abgeschlossen wurden, wann sie in Kraft traten und wann Colleen genau starb. Zu viele Zufälle ergaben ein beunruhigendes Bild. Die Ermittlungen erreichten eine neue Ebene. Es handelte sich nicht mehr nur um ein Familiendrama, sondern um eine Strafsache. Das von André sorgfältig aufgebaute Image als Person des öffentlichen Lebens begann unter der Last der sich häufenden Beweise zu bröckeln. Seine Handlungen ließen sich immer weniger mit Zufällen oder Fehlern erklären. Die Ermittler starteten eine groß angelegte Operation. Eine der wichtigsten Prioritäten war es, herauszufinden, ob Grace, die Frau von André, von den Versicherungsbetrügereien wusste. Um die mögliche Beteiligung von Grace zu beurteilen, beschlossen die Behörden, das Haus des Paares zu verwanzen. Das Abhörgerät wurde im Schlafzimmer installiert, eine versteckte Überwachungskamera im Gemeinschaftsbereich. Die Überwachung erfolgte rund um die Uhr über einen Zeitraum von 3 Monaten. Die Aufzeichnungen von September bis Dezember 2020 ergaben keine Hinweise darauf, dass Grace von verdächtigen Aktivitäten wusste. Ihre Gespräche mit André drehten sich ausschließlich um alltägliche Themen, ihren Sohn und ihre Arbeit in sozialen Netzwerken. Sie erwähnte kein einziges Mal Versicherungspolicen, Testamente oder medizinische Formulare. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Grace weder von den Versicherungen
noch von den gefälschten Dokumenten wusste. Sie wurde aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen. Unterdessen sammelten sich immer mehr Beweise gegen André. Unter den beschlagnahmten digitalen Beweismitteln fanden die Ermittler Hinweise auf eine absichtliche Löschung von Daten. Insbesondere wurde ein ganzes Archiv von Dokumenten aus dem Zeitraum von Dezember 2019 bis Juli 2020 von seinem Laptop gelöscht. Genau in diesem Zeitraum wurden die Versicherungspolicen ausgestellt und starb Colleen. Dies wurde als offensichtlicher Versuch gewertet, potenziell kompromittierende Aufzeichnungen zu vernichten. Der entscheidende Durchbruch gelang dank der Daten von Mobilfunkmasten. Eine kriminaltechnische Analyse bestätigte, dass Andrés Telefon am Tag ihres Todes von Masten in der Nähe von Colleens Haus angepinkt wurde. Dies stand in direktem Widerspruch zu seiner ursprünglichen Aussage, in der er behauptete, sie an diesem Tag überhaupt nicht gesehen zu haben. André sagte, er habe den Morgen mit seiner Frau und einem Gast verbracht, aber keine der Überwachungskameras in der Umgebung seines Hauses hatte sein Auto zu dieser Zeit aufgezeichnet. Tatsächlich zeigten die Daten der Sendemasten, dass sich sein Telefon in Richtung des Viertels bewegte, in dem Colleen lebte, genau zu der Zeit, als sie Fabian zur Arbeit fuhr und dann nicht mehr auf Anrufe reagierte. Die Zeugenaussagen verstärkten den Verdacht nur noch. Eine Nachbarin berichtete, dass sie gegen 1:30 Uhr nachmittags ein weißes Auto gesehen habe, das in der Nähe von Colleens Haus geparkt war. Das Auto entsprach der Beschreibung von Andrés Auto. Diese Details bestärkten die wachsende Überzeugung, dass er sich zum Zeitpunkt des plötzlichen Todes seiner Mutter am Tatort aufgehalten haben könnte. In dem Versuch, sein Verhalten zu erklären, änderte André seine ursprüngliche Aussage. Er gab zu, dass er tatsächlich an diesem Morgen bei seiner Mutter vorbeigekommen war und etwa 45 Minuten mit ihr verbracht hatte. Seinen Angaben zufolge hatten sie finanzielle Angelegenheiten besprochen, darunter auch Lebensversicherungen. Er behauptete, dass er dies aufgrund seines emotionalen Schocks nicht sofort der Polizei mitgeteilt habe. Die Ermittler werteten diese Änderung jedoch als Versuch, seine Schuld zu mindern und die Fakten zu verschleiern. Die Tatsache, dass André diese Information unmittelbar nach dem Tod seiner Mutter verschwiegen hatte, ließ Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner Aussagen aufkommen. Das Puzzle fügte sich Stück für Stück zusammen. Die Fristen für den Abschluss der Versicherungen, gefälschte Dokumente, verschwiegenen Informationen und die Eile bei der Auszahlung der Versicherungsleistungen, alles deutete auf einen ausgeklügelten Plan hin. Der Fall schien nicht mehr nur ein möglicher Betrug zu sein. Nun stand eine schwerwiegendere Frage im Mittelpunkt der Ermittlungen. Könnte André am Tod seiner eigenen Mutter beteiligt gewesen sein? Als klar wurde, dass André nicht nur Dokumente gefälscht, sondern auch seinen Besuch bei Colleen am Tag ihres Todes verschwiegen hatte, verlagerte sich der Schwerpunkt der Ermittlungen auf die Möglichkeit eines gewaltsamen Todes. Kriminaltechniker, die Andrés Laptop untersuchten, bestätigten, dass die Löschung der Dateien während des entscheidenden Zeitraums manuell erfolgt war. Darüber hinaus zeigten die Protokolle seines Telefons zahlreiche Zugriffe auf die Online-Konten von Versicherungsgesellschaften, insbesondere in den Tagen vor der Einreichung der Anträge auf Auszahlung. Auf dieser Grundlage entwickelte die Staatsanwaltschaft ihre Hauptversion. André stand unter finanziellem Druck und wollte den Anschein von Stabilität wahren. Er schloss mehrere Versicherungspolicen ab, fälschte ein Testament und inszenierte den Tod seiner Mutter, damit es wie ein natürlicher Tod aussah. Im Erfolgsfall hätten ihm die Zahlungen geholfen, seine Schulden zu tilgen und sein Image als erfolgreicher Investor wiederherzustellen. Um den Betrug aufrechtzuerhalten, legte er ärztliche Atteste vor, die angeblich belegten, dass Colleen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Dokumente gesund war, zusammen mit einem gefälschten Bericht über ihren Tod. Die offiziellen Anklagen im Zusammenhang mit Colleens Tod wurden im November 2022 erhoben. Bei seiner Verhaftung leistete André keinen Widerstand und blieb völlig ruhig. Die Ermittler stellten fest, dass er keinerlei sichtbare Emotionen zeigte, weder Überraschung noch Protest. Er bestand darauf, dass seine Mutter eines natürlichen Todes gestorben sei und dass alle von ihm eingereichten Dokumente echt seien, auch wenn sie einige Fehler enthielten. Von diesem Moment an erregte der Fall großes öffentliches Aufsehen. André wurde wegen mehrfacher Anklagen vor Gericht gestellt, Urkundenfälschung, versuchter Versicherungsbetrug und Tötung eines Familienmitglieds. Die Staatsanwaltschaft musste nun beweisen, dass Colleens Tod nicht nur ein Unfall war, sondern das Ergebnis einer kaltblütig geplanten Tat, begangen von ihrem leiblichen Sohn.
Der Prozess gegen André Rebelo begann Ende 2020. Während des gesamten Verfahrens blieb er ruhig. Im Gerichtssaal sprach er klar und ohne zu zögern und beantwortete Fragen. Seine Verteidigung basierte darauf, die Fälschung von Dokumenten zuzugeben, aber seine Schuld am Tod seiner Mutter kategorisch zu leugnen. André gab zu, das Testament gefälscht, den Bericht der Gerichtsmedizin manipuliert und den Versicherungsgesellschaften gefälschte ärztliche Atteste vorgelegt zu haben. Er bestand jedoch darauf, dass Colleen eines natürlichen Todes gestorben sei. Er bestätigte, dass er am Tag der Tragödie bei seiner Mutter gewesen sei, behauptete jedoch, ihr keinen Schaden zugefügt zu haben. Er erklärte, dass er diesen Besuch zunächst vor der Polizei verschwiegen habe, weil er emotional niedergeschlagen gewesen sei. André erklärte, dass seine Mutter mit Depressionen zu kämpfen hatte und sich möglicherweise freiwillig das Leben genommen habe. Er behauptete, er habe befürchtet, dass die Versicherungsgesellschaften die Zahlungen verweigern würden, wenn die Todesursache aus dem Leben scheiden gewesen wäre. Genau diese Angst habe ihn dazu veranlasst, Dokumente zu fälschen, angeblich um seine Familie vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Die Anklage legte jedoch Beweise vor, die diese Theorie widerlegten. Zeugenaussagen und medizinische Gutachten deuteten darauf hin, dass Colleen keine Anzeichen emotionaler Instabilität zeigte, Pläne für die Zukunft schmiedete und sich in einem stabilen psychischen und emotionalen Zustand befand. Das Gericht berücksichtigte auch Andrés Aktivitäten, sein Verhalten am Tag des Vorfalls und die finanziellen Motive, die mit seiner damaligen Situation zusammenhingen. Es wurde erwartet, dass die endgültige Entscheidung der Geschworenen innerhalb weniger Tage fallen würde. Das Gericht musste entscheiden, handelte es sich um einen tragischen Zufall oder um ein vorsätzliches Verbrechen, das als Unfall getarnt wurde. Nach zweitägigen Beratungen fällten die Geschworenen ein einstimmiges Urteil. André wurde für schuldig befunden, den Tod seiner Mutter verursacht zu haben. Das Gericht entschied, dass die Gesamtheit der Beweise auf Vorsatz und ein eindeutiges finanzielles Motiv hindeute. Andrés Verhalten bei der Urteilsverkündung änderte sich nicht. Er hörte sich das Urteil an, ohne Emotionen zu zeigen, weder Reue noch Protest. Im Gerichtssaal war sein Vater Antonio Rebelo anwesend, der völlig am Boden zerstört wirkte. Für die Familie war es schwer, dieses Ergebnis zu akzeptieren, aber laut ihrem Anwalt verspürten sie nach dem langen und qualvollen Gerichtsverfahren eine gewisse Erleichterung. Die Staatsanwaltschaft forderte lebenslange Haft. Der Richter verkündete, dass das Strafmaß im April 2025 festgelegt werde und die Frage der Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung von der rechtlichen Einstufung und der Schwere des Verbrechens abhänge. Am 1. April 2025 verurteilte der oberste Gerichtshof von Westaustralien André Rebelo zu lebenslanger Haft mit einer Mindeststrafe von 25 Jahren, bevor er die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung beantragen kann. Nach dem Prozess brach Grace offiziell alle Verbindungen zu André ab. Die Ermittler bestätigten, dass sie an keiner seiner Taten beteiligt war. Ihre Beziehung war beendet und später stellte sich heraus, dass Grace weitergemacht und mit einem neuen Partner ihr Glück gefunden hatte. Fabian, Monica und Julian versuchten mit aller Kraft, nach dem Trauma, das sie im Gerichtssaal erlebt hatten, wieder etwas Stabilität in ihr Leben zu bringen. Jeder von ihnen ging auf seine Weise mit dem Verlust um. Der Tod ihrer Mutter, verschärft durch den Verrat des eigenen Bruders, hinterließ tiefe emotionale Wunden. Die Gerechtigkeit hatte gesiegt, doch die Trauer blieb. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.